Ein 90 Kilo englischer Mastiff fing um 23:43 Uhr an zu bellen. Er hatte nachts noch nie gebellt. Kein einziges Mal in 3 Jahren. Katharina rannte nach unten und fand ihn an der Hintertür, stocksteif, jetzt völlig still, und starrte auf einen Mann, der das Gartentor bereits aufgehakt hatte. In dieser Nacht wurden 2 Häuser in derselben Straße eingebrochen, ihres nicht. Das ist Bruno. Und das ist die Geschichte eines Hundes, den niemand haben wollte, der entschied, dass ein 6-jähriges Mädchen es wert war, mit allem, was er hatte, beschützt zu werden. Es gibt Hunde, die ein Haus bewachen. Und dann gibt es Hunde wie Bruno, einen 90 Kilo englischen Mastiff, der von seinem allerersten Tag an entschieden hat, dass ein 6-jähriges Mädchen namens Lena seine ganze Welt ist. Nicht das Haus, nicht der Garten, nicht mal Katharina, die ihn jeden Morgen fütterte. Nur Lena. Katharina Hoffmann hatte ihr ganzes Leben lang von einem Hund geträumt. Nicht von einem kleinen. Sie war mit dem Anblick aufgewachsen, wie ihr Opa einen riesigen Mastiff durch ihr Viertel in der Nähe von Hannover spazieren führte. Und diese großen, faltigen Gesichter haben sie nie losgelassen. Als sie Bruno sah, 8 Monate alt, bereits über 60 Kilo schwer, hinten in einem Tierheim sitzend, mit dem riesigen Kopf schräg zur Seite geneigt, als würde er auf eine Pointe warten, da wusste sie's. Die Tierheimleiterin zog sie beiseite, bevor sie unterschrieb. Er ist seit 61 Tagen hier. 3 Familien haben Interesse gezeigt, keine ist wiedergekommen. Sie machte eine Pause. Er ist sehr viel Hund. Katharina schaute Bruno an. Bruno schaute Katharina an. Dann nieste er. Ein massives, ganz körperliches Niesen, das Sabba in 3 Richtungen schleuderte. Den nehmen wir, sagte Katharina. Am ersten Morgen zu Hause wog Bruno beim Tierarzt genau 90 Kilo. Er fraß 3 Kilo Futter am Tag. Seine Pfoten waren so groß wie Katharinas Handflächen. Er passte durch die Haustür, gerade so, und ging dann sofort zu Lenas Zimmer, schnüffelte 47 Sekunden lang am Türrahmen und setzte sich auf den Flur, als wäre er dort stationiert worden. Er hat nie um Erlaubnis gefragt, er hat sie nie gebraucht, er wusste es einfach. Englische Mastiffs gehören zu den ältesten Rassen der Welt, seit über 2000 Jahren an der Seite des Menschen. Irgendwo zwischen dem Römischen Reich und Lenas Schlafzimmer in Dortmund wurden sie zu den sanftesten Riesen der Hundewelt, loyal bis über die Grenzen der Logik hinaus. Ein ausgewachsener Rüde kann 90 Kilo wiegen und trotzdem beschreiben Besitzer immer dasselbe. Einen Hund, der sich bewegt, als würde er etwas Kostbares tragen. Bruno bellte nicht viel. Er musste es nicht. Seine bloße Präsenz, 90 Kilo faltiger, langsam wirkender Muskel, der in einem Türrahmen steht, reichte aus, um die meisten Fremden zu einem Innehalten zu bewegen. Aber mit Lena war er anders. Er war sanft. Er bewegte sich, als würde er verstehen, wie zerbrechlich manche Dinge sind. 3 Wochen nach dem Einzug hatte Lena ihren ersten Albtraum. Sie schrie um 2:17 Uhr nachts, die Art von Schrei, der Eltern sofort aufspringen lässt. Katharina war schon halb auf dem Flur, als sie etwas hörte, das sie erstarren ließ. Kein weiteres Weinen. Stille. Dann Lenas Stimme, klein und verschlafen. »Ist gut, Bruno. Ich bin okay.« Katharina öffnete die Tür. Bruno lag auf dem Boden neben Lenas Bett, sein riesiges Kinn auf dem Matratzenrand, seine Augen, diese tiefen, bernsteinfarbenen, uralten Augen, auf das kleine Mädchen gerichtet. Lena hatte ihre Hand um sein Ohr gelegt. Sie hatte ihn nicht gerufen, sie hatte nicht nach ihm gegriffen. Er war einfach gekommen, so wie er immer kam, weil das die Abmachung war. Eine, die er ganz alleine getroffen hatte, am ersten Tag, ohne ein einziges Wort von irgendjemandem. Sie schlief 4 Minuten später wieder ein. Von dieser Nacht an hörte Katharina auf, sich wegen der Albträume zu sorgen. Bruno hatte das im Griff. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, jetzt ist der Moment. Drückt auf Abonnieren. Bruno lernte Lenas Stundenplan, bevor Katharina ihn kannte. An Schultagen war er um 15:41 Uhr genau an der Haustür. Nicht 15:40 Uhr, nicht 15:45 Uhr. Er hatte es irgendwie auf das Geräusch des Schulbusses 2 Straßen weiter kalibriert. Als Lena durch die Tür kam, war er bereits da. Sitzend, Schwanz wie ein langsames Metronom schwingend, der Kopf auf ihrer Schulterhöhe. An Wochenenden folgte er ihr von Zimmer zu Zimmer. Nicht ängstlich, nicht besessen, einfach ruhig, stetig, immer innerhalb von 2-3 Metern, immer beobachtend. Er beschützt sie nicht, sagte Katharinas Nachbarin einmal, er begleitet sie.
Das ist ein Unterschied. Und die meisten Menschen bekommen diesen Unterschied nie zu sehen. Lena nannte ihn ihren großen Schatten. Sie kommentierte ihren Tag wie eine Naturdokumentation. Und hier sehen wir den Mastiff in der Küche. Er hofft auf Käse. Er wird keinen Käse bekommen. Er wird Käse bekommen. Bruno bekam immer den Käse. Geschichten wie diese passieren, weil jemand Ja sagt, obwohl es einfacher wäre, wegzugehen. Katharina war diese Person. Bruno wartete genau auf sie. Der Moment, der alles veränderte, geschah an einem Dienstag im Februar um 23:43 Uhr. Katharina schlief, Lena schlief, das Haus war still. Und dann fing Bruno, der nachts nie bellte, der schlief wie ein Stein, der nach 21 Uhr nie einen Laut von sich gegeben hatte, an zu bellen. Kein Warnbellen, kein neugieriges Bellen, ein tiefes, anhaltendes, brusterschütterndes Bellen, das Katharina im Brustbein spürte, bevor sie richtig wach war. Sie fand ihn an der Hintertür, steif, reglos, die Nackenhaare über die gesamte Wirbelsäule aufgestellt, was bei einem 90 Kilo Mastiff aussieht wie ein Gebirge, das sich in Echtzeit bildet. Sie machte das Terrassenlicht an. Ein Mann stand am Zaun. Er hatte das Tor bereits aufgehakt. Er sah Bruno. Bruno bewegte sich nicht, sprang nicht vor, stand einfach da, 90 Kilo absolute Stille und starrte. Der Mann schloss das Tor, ging schnell weg, schaute sich nicht um. Die Polizei kam 20 Minuten später. In dieser Nacht wurden 2 Häuser in derselben Straße eingebrochen. Katharinas war das einzige, das unangetastet blieb. Wenn ein Hund bellt, hat er immer einen Grund. Vertraut ihnen. Sie tragen Sinne in sich, die wir vor langer Zeit verloren haben, und sie nutzen diese Sinne, um die Menschen zu schützen, die sie lieben, ohne gefragt zu werden, ohne trainiert zu sein. Das ist ihre Welt. Respektiert sie. Bruno ist jetzt 4 Jahre alt. Er holt Lena immer noch um 15:41 Uhr an der Tür ab. Er legt immer noch sein Kinn auf ihren Matratzenrand, wenn sie schlechte Träume hat. Und er bekommt immer noch den Käse, weil Lena diesem Gesicht gegenüber noch nie Nein gesagt hat. Katharina sagt, das Haus fühlt sich nicht mehr wie ein Haus an. Es fühlt sich wie ein Zuhause an. Der Unterschied ist ein 90 Kilo Mastiff im Flur mit einem nach innen gefalteten Ohr und absolut keiner Absicht, das zu ändern. Denn manche Hunde wählen dich. Und wenn ein Hund wie Bruno diese Wahl trifft, still, vollständig, ohne jedes Aufsehen, dann merkst du, die Tierheimleiterin hatte recht. Er ist sehr viel Hund, aber genau das, was Lena gebraucht hat. Er ist genau genug. Würdet ihr einem 90 Kilo Hund bei eurem Kind vertrauen oder würde euch die Größe allein abhalten? Schreibt es mir in die Kommentare.